Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Review. Heute endlich mal wieder mit einer CO2-Waffe am Start. Ist ja schon ein Weilchen her. Ich hatte mir vor einem halben Jahr die HDR 50 angeschaut von Umarex. Heute wieder eine Waffe aus der Home Defense Serie. Diesmal die Home Defense Shotgun, also die HDS im Kaliber 68. Wie immer, dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe mir die Waffe von meinem eigenen Geld gekauft und ich erhalte auch keine Gegenleistung dafür, dass ich dieses Video mache. Also viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Ich habe ja hier die deutsche Version mit dem FM5-Eck, das heißt mit maximal 7,5 Joule Geschossenergie. Wir schauen uns die Waffe jetzt mal kurz aus der Nähe an, wie die Verarbeitungsqualität und auch die Funktionalität der Waffe ist. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr das Kapitel auch überspringen und direkt zu den Schusstests weitergehen. Da werde ich die Waffe dann natürlich kronen, das heißt, ich werde die Geschossenergie dieses Exemplars hier ermitteln und natürlich auch ein bisschen was blinken, ein paar Sachen kaputt schießen. Die HDS 68 wird wie die anderen Home Defense Waffen von Umarex auch in dieser typischen graumelierten Pappschachtel geliefert. Da ist dann noch ein Waffenbuch dabei und ein Sechskantschlüssel für den Emergency Push Cap. Die HDS 68 ist ja im Kaliber 68, wie der Name ja schon vermuten lässt. Und das ist ein ganz schön dickes Kaliber, wenn man sich das mal anschaut hier im Vergleich. Die Kaliber 50 Kugel mit dem Kaliber 68, das ist schon ein deutlicher Unterschied, also ziemliche Brummer. Was mir direkt auffällt, die Waffe ist sehr kompakt und sie fühlt sich auch schwerer an, als sie ist. Ja, sie wiegt ja nur knapp 1,7 Kilogramm, aber wenn man sie in der Hand hält, dann hat man eher das Gefühl, dass die so 3-4 Kilogramm wiegt. Ich nehme mal an, es liegt daran, dass der Griff sehr leicht ist und hier vorne das eigentliche Gewicht auch mit den Stahlrohren hier für den Lauf und zieht natürlich die Waffe hier vorne runter und man bekommt so das Gefühl, dass sie schwerer ist. Finde ich eigentlich ganz cool, weil sonst macht so eine Waffe halt eher oder sehr schnell einen Eindruck wie ein Spielzeug. Aber hier hat man nicht das Gefühl, ein Spielzeug in der Hand zu halten. Ganz im Gegenteil. Ich finde die Verarbeitung sehr gut von der Waffe. Wirklich die Spaltmaße, alles top, da guckt nichts raus, da steht nichts ab. Sehr sauber verarbeitet, finde ich gut. Eine Kleinigkeit vielleicht, der Griff, der ist ein bisschen arg. Ich meine, es ist überall Plastik, aber hier sieht es halt wirklich arg nach Plastik an. Und ich glaube, es knarzt auch so ein bisschen, wenn ich feste dran. Aber ist eine Kleinigkeit, ist vielleicht ein ganz kleiner Abzug in der B-Note. Ansonsten ist die Waffe eigentlich schon richtig cool verarbeitet. Die HDS 68 ist für den absoluten Nahbereich konzipiert. Das sieht man schon, wir haben ja keinen Anschlagsschaft, wir haben keine Visierung, noch nicht mal Kimmel und Korn. Wir haben einen glatten und sehr kurzen Lauf von 19 cm. All das sind eigentlich Dinge, die für den Nahbereich sprechen. Also auf 20 Meter braucht man ja gar nicht anfangen zu zielen. Präzision ist halt dann ziemlich mies, geht irgendwie auch bestimmt, aber das Ding ist für den Nahbereich gedacht. Die HDS 68 hat auch hier dieselben Merkmale wie die anderen Home Defense Waffen von Umarex. Das heißt, wir haben ein Double Action Only System. Wir haben keine zusätzliche Sicherung an der Waffe, außer die Abzugszüngelsicherung, die einem bei einem Sturz zum Beispiel davor bewahrt, dass sich da versehentlich ein Schuss löst. Und natürlich haben wir auch hier wieder den Emergency Push Cap. Ja, und dann haben wir hier vorne noch ein ganz kleines Stück Picatinny-Schiene. Ja, ich weiß nicht, was man daran machen könnte. Vielleicht ein Frontgriff, vielleicht eine Waffenkamera. Alles andere, was mit Licht zu tun hat, ist ja in Deutschland eh verboten. Aber ja, der Lauf wird entriegelt, nicht mit diesem Schalter hier oben, da kommen wir gleich dazu, sondern hier auf der Unterseite ist so ein kleiner Riegel, den muss man dann zurückziehen. Das ist auch ganz praktisch hier, wenn man die Waffe in der Hand hält, dann ist man da schon fast mit dem Finger dran. Einfach zurückziehen und dann entriegelt der Lauf. Und wenn wir da mal reinschauen, und das ist eine Besonderheit von der HDS 68, ein Alleinstellungsmerkmal, das ich so noch bei keiner anderen CO2-Waffe gesehen habe, nämlich der Lauf ist gleichzeitig auch das Patronenlager. Das heißt, man ist hier von der Länge nicht beschränkt. Also wenn es vom Durchmesser reinpasst, kann man damit eigentlich fast alles verschießen. Und da gibt es auch einige Videos auf YouTube zu finden, wo die Leute alle möglichen Scheiß damit verschießen, was ich natürlich nicht empfehlen würde. 1-Cent-Stücke oder Schrauben oder sowas. Da hat man auch viel zu wenig Druck dann drauf. Aber es gibt auch spezielle Geschosse, zum Beispiel aus einem 3D-Drucker mit richtig finsteren Aufsätzen vorne drauf. Wenn wir in den Lauf reinschauen, dann sieht man hier so vorne ganz kleine Noppen. Und die sorgen dafür, dass das Geschoss, gerade Kugelgeschosse natürlich, arretiert werden, damit ihr euch die nicht einfach durch den Lauf durchkugeln. Und ich meine sogar, dieses Stück da vorne, dieses Plastikstück, das kann man austauschen. Das gibt es als Ersatzteil, meine ich gesehen zu haben. Muss ich mich nochmal genau informieren. Das wäre natürlich cool, weil wenn sich die Noppen irgendwann mal abgetragen haben, dann wäre es natürlich schön, wenn man das einfach austauschen kann, damit die Funktionalität der Waffe erhalten bleibt. Da hinten der Hebel, das ist dann der
Ich nenne ihn jetzt mal Feuerwahlhebel. Mit dem bestimmt ihr nämlich, aus welchem Lauf als nächstes geschossen wird. Ja, und zwar, wenn ihr den Hebel nach rechts tut, dann schießt der linke Lauf und andersrum nach links, dann schießt der rechte Lauf. Da ist auch oben so ein kleiner Pfeil abgebildet, der zeigt dann also an, welcher Lauf jetzt als nächster feuert. Die Mittelstellung kann man getrost vergessen in der deutschen Version, denn dann schießen beide Läufe gleichzeitig. Das ist mit der 16 Joule Version vielleicht interessant, aber mit 7,5 Joule, da kommt eigentlich fast nichts mehr an, dann lohnt sich nicht. Ja. Betrieben wird die HDS 68 mit klassischen 12 Gramm CO2-Kapseln. Die reicht so ungefähr für 30 Schuss und dann lässt der Druck aber auch merkbar nach. Hier auf der Waffe haben wir jetzt aktuell noch Druck drauf. Man sieht das hier, der Druckindikator, der ist draußen, der springt automatisch raus, sobald Druck auf der Waffe ist. Und ein kleiner Tipp an der Stelle: Wenn ihr noch eine Kapsel eingelegt habt und ihr wollt die aber entnehmen, wo noch Druck drauf ist, dann schraubt ihr nicht mit Gewalt mit dem Sechskantschlüssel den Pushcap ab, weil da macht ihr euch die Dichtung kaputt. Stattdessen könnt ihr nämlich diesen Druckindikator auch als Druckablassventil benutzen. Kann man nämlich reindrücken und dann wird der überflüssige Druck dann hier rausgelassen und die Dichtung wird geschont. Ich zeige euch das mal. Ich benutze hier immer gerne noch eine andere Kapsel, um da drauf zu drücken. Man muss halt ein bisschen aufpassen, weil da wird es sehr kalt an der Stelle und es riecht natürlich auch unangenehm, aber was soll's, ne? So, Druck ist draußen und jetzt sollte man auch den Pushcap abschrauben können, wenn man kein Lauch ist, sagte der Lauch. So, jetzt haben wir genug gesprochen, jetzt werden Taten folgen. Ich baue hier ein bisschen um und dann fange ich erstmal an mit dem Kronen. Das heißt, wir werden die Geschossenergie von diesem Exemplar ermitteln und dann geht es auch weiter mit dem Blinken. Da habe ich 3 verschiedene Geschosse heute dabei und zwar einmal die Solid Strikes von Solidcore mit einem Durchschnittsgewicht von 3,66 Gramm. Aus Hartplastik bestehen die. Dann der graue Riese, ebenfalls von Solidcore, aus irgendeinem Hochleistungskunststoff, was immer das heißen soll, mit einem Durchschnittsgewicht von 2,79 Gramm. Und am Schluss noch die Ballistic Target Rounds. Das sind Hartplastikflügelgeschosse mit Tralleffekt mit einem Durchschnittsgewicht von 2,59 Gramm. So, ich beginne jetzt erstmal, indem ich mich ein bisschen warm schieße. Das ist jetzt kein Präzisionsschusstest. Ich schieße zwar hier auf eine 17 cm Zielscheibe, aber ich mache das nur, um mich warm zu schießen, weil ich habe, wie gesagt, keinen Waffenbock, wo ich die Waffe einspannen könnte. Und deswegen wäre das auch wenig aussagekräftig. Ich werde aus 5 Metern Entfernung aus dem Stand schießen und werde bei der Gelegenheit auch gleich mein Dezibel-Messgerät aufbauen und mal schauen, wie laut die Waffe ist, weil das interessiert mich auch. Los geht's! So, also das Dezibel-Messgerät zeigte im Durchschnitt irgendwas so um die 105 bis 108 muss es sein. Ich blende es euch gleich mal ein, den Durchschnitt. Was ich sehr interessant fand, also erstmal, alle Geschosse haben es überlebt. Ich habe hier in den Kugelfang so ein bisschen Karton reingelegt. Das heißt, ich kann die Geschosse wiederverwenden. Sehr schön. So, weiter geht's. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich die Catchbox für meine Sportschleudern aufgebaut. Das hängt damit zusammen, dass ich die Geschosse möglichst sanft abfangen möchte, damit ich sie nochmal wiederverwenden kann. Denn jetzt wird gekront und dafür benutze ich meinen FX Pocket Chronograph. Der funktioniert ja mit Dopplerradar und ich bin schon mal sehr gespannt, was wir hier für eine Geschossenergie rausbekommen. Ich werde natürlich gleich erst noch eine frische CO2-Kapsel einlegen und ich werde mit allen 3 Geschossarten schießen, die ich euch vorhin vorgestellt habe. Ja, dann mal schauen, was dabei rauskommt. Ein Hinweis noch an der Stelle, weil das ist vielen nicht bewusst. Die Waffen haben nicht immer dieselbe Leistung, also nicht jede HDS 68, die aus der Fabrik kommt, hat die gleiche Leistung. Es gibt halt immer ein bisschen Schwankungen und wenn man Glück hat, erwischt man eine etwas stärkere, wenn man Pech hat, eine etwas schwächere. Deswegen von dieser Messung her lässt sich nicht auf alle HDS 68 schließen, das bitte im Hinterkopf behalten.
Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon von den Ergebnissen. Ich hatte da schon gehofft, dass ich im Durchschnitt auf ungefähr 7 Joule komme. Sieht aber anders aus hier. Ich blende euch mal das Screenshot ein und da seht ihr, wir liegen da immer so zwischen 5,3 und 5,9 Joule, je nach Geschossart im Durchschnitt. Mir ist aufgefallen, dass gerade in der ersten Runde ziemlich schlechte Werte entstanden sind mit 4 Joule. Ich weiß nicht, was da nicht genau in Ordnung war. Wenn wir mal das rausrechnen, dann ergibt sich folgender Durchschnittswert für alle Geschosse in der gesamten Testreihe. Ja, es ist kein Wert, der mich jetzt jubeln lässt, aber es ist ein brauchbarer Wert. Für eine Home Defense Waffe hätte ich schon gehofft, dass sie in Richtung 7,5 Joule geht. So ist das für mich eigentlich dann nur noch eine Spaßwaffe, aber dazu komme ich dann gleich noch. Ja, das also jetzt zur Chroni-Messung und weiter geht's jetzt mit dem spaßigen Teil. So, und jetzt, wie gesagt, kommt der spaßige Teil. Jetzt wird noch ein bisschen geblinkt und ich fange an, wie immer, mit dicker Versandkartonage, mit so doppelter Wellpappe und dann arbeite ich mich langsam vor mit den Zielen, wie bei der HDR 50 auch. Mal schauen, was das Kaliber 68, was die HDS 68 hier so drauf hat. Ja, ich denke, mit Kartonage brauchen wir uns gar nicht länger beschäftigen. Das gibt ziemlich dicke Löcher, aber es ist ja auch kein Hindernis. Deswegen machen wir direkt weiter mit Getränkedose. Sollte eigentlich auch kein Hindernis sein. Mal schauen. Ja, mit der Getränkedose hat es leider nicht so gut funktioniert. Wie man sieht, hier hat es einige Dellen in der Dose, aber die Dose wurde nicht durchschlagen. Das hat zum Beispiel mit der HDR 50 im Kaliber 50 deutlich besser geklappt. Da habe ich die Dosen auf 5 Meter, glaube ich, auch kaputt gekriegt. Hier jetzt leider nicht. Ich vermute mal, dass es einfach daran liegt, dass diese Waffe hier ja auch im Durchschnitt nur 6 Joule an Geschossenergie liefert. Vielleicht liegt es auch noch im Zusammenhang mit dem dickeren Kaliber. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit dem nächsten, und zwar mit Glas. Ich habe ja wieder meine Gin-Flasche aus dicken, kompakten Weißglas. Das ist ein ziemlich cooler Endgegner, würde ich mal sagen, auf 5 Meter. Mal schauen, ob wir hier mit der HDS 68 das Ding überhaupt kaputt kriegen. Ansonsten gehe ich noch auf 3 Meter näher, damit wir heute überhaupt mal irgendwas kaputt kriegen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Ballistic Target Rounds, 5 Meter, ein Treffer, kaputt. Ja, die Flasche hat es komplett zersemmelt. Das freut mich zu sehen. Bei der Gelegenheit werde ich nämlich das neue Glas einführen. Ich habe bis jetzt immer diese Gin-Flaschen benutzt. Jetzt werde ich in Zukunft vielleicht diese Apothekerflaschen, dieses Apothekerglas hier benutzen. Das ist auch dickes, kompaktes Weißglas. Ist ein bisschen günstiger und ich muss nicht jedes Mal mir einen hier bechern, bevor ich schießen kann. Und deswegen mal schauen, ob die Ballistic Target Rounds auch damit zurechtkommen. Okay, mal abgesehen davon, dass ich ein Problem habe, die Flasche zu treffen aus 5 Metern Entfernung mit der HDS 68, scheint die doch noch ein bisschen stabiler zu sein als die Gin-Flasche. Man sieht, ich habe auch Treffer gelandet, aber die Flasche ist noch 1A in Ordnung. Jetzt probiere ich es nochmal mit den Solid Strikes. Ich habe vorhin sowieso für diesen Schusstest mit dem Glas auch nochmal eine neue CO2-Kartusche reingemacht. Ja, mal schauen, was jetzt daraus wird. Okay. Jetzt versuche ich es noch mit dem grauen Riesen und dann lasse ich es aber bleiben. Ja, geht doch.
Ich weiß jetzt nicht genau, woran es gelegen hat. Ich nehme an, man muss das Glas wirklich genau in der Mitte treffen. Hat ja so ein paar Streifschüsse gehabt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es doch noch kaputt gegangen ist, weil es wäre halt schon echt enttäuschend, wenn noch nicht mal Glas kaputt geht. Und das ist, wie gesagt, ein ziemlich kompaktes und dickes Weißglas gewesen. Also von dem her top. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich nochmal auf eine frische Dose geschossen und diesmal hat es geklappt. Ich habe diesmal mit dem grauen Riesen geschossen und ich habe es genau mittig getroffen und deswegen ging das auch super durch. Hier Eintrittsloch, da Austrittsloch. Klappt also wunderbar, auch auf 5 Metern. Kartonage, Getränkedose und auch das dicke Weißglas. Von daher ist die HDS 68 doch kein Spielverderber, was das Blinken angeht. Top, freut mich. Mein persönliches Fazit zur HDS 68 von Umarex. Erstmal, die Waffe ist anständig verarbeitet und schön kompakt und es macht auch Spaß damit zu schießen. Für die verschiedenen Bereiche würde ich es wie folgt bewerten. Also zum einen Paintball würde ich es eher nicht empfehlen. Ich bin ja zwar selbst nicht unterwegs, aber ich habe schon gehört, dass Paintballs hier gerne mal im Lauf platzen. Außerdem hat man ja hier eh nur 2 Schuss und ihr wisst ja, wie es beim Paintball so zugeht. Das kommt man mit 2 Schuss nicht weit. Was den Bereich Blinken angeht, also Spaßschießen, das hier ist die Waffe fürs Blinken, definitiv. Also es macht wirklich Spaß damit zu schießen, obwohl es ja von der Leistung jetzt her deutlich unter den maximal erlaubten 7,5 Joule liegt, was mich erstmal ein bisschen enttäuscht hat. Aber andererseits, ihr habt es ja gesehen beim Schusstest, ich habe alles kaputt gekriegt, sogar das dicke Weißglas am Schluss. Von dem her, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Dann noch kurz zum Thema Home Defense, Heimverteidigung, Notwehr. Ich weiß, es ist ein sehr polarisierendes Thema. Es ist auch rechtlich etwas brisant, gerade in Deutschland. Diese Waffe würde ich tatsächlich auch nicht, also in der 7,5 Joule Version, nicht empfehlen für den Bereich Home Defense. Ganz einfach, ihr habt eben nur 2 Schuss und in so einer Stresssituation da groß nachladen, das könnt ihr eigentlich vergessen. Außerdem, wie gesagt, die Leistung liegt halt eben noch deutlich unter dem, was sowieso schon niedrig ist in Deutschland, finde ich. Mit 7,5 Joule ist schon sehr niedrig bemessen, aber noch niedriger macht dann eigentlich keinen Sinn. Mit so einer geringen Geschossenergie da versuchen, eine Mannstoppwirkung zu erreichen, ist eher unrealistisch. Andererseits muss man sagen, die Waffe hat doch ein recht großes Bedrohungspotenzial, so rein von der Optik her, und dadurch, dass eben hier der Lauf auch mit allem Möglichen gefüttert werden kann, wie zum Beispiel mit so Nagelgeschossen. Also da kann ich euch keine Empfehlung aussprechen. In Deutschland kommt ihr da in Teufelsküche, mit so gefährlichen Geschossen auf Menschen zu schießen. Selbst wenn es ein Einbrecher ist, ein Angreifer ist, da landet ihr hinterher definitiv vor Gericht. Trotzdem würde ich sagen, HDS 68 in der 7,5 Joule Version würde ich persönlich nicht fürs Home Defense in Betracht ziehen, leider. Wenn euch CO2-Waffen interessieren, dann habe ich hier noch eine Playlist für euch und hier ist noch ein Video, von dem YouTube denkt, dass es euch gefallen könnte. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bitte lasst mir doch ein Like da und abonniert den Kanal. Damit helft ihr mir als kleinen YouTuber sehr weiter. Vielen Dank, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.